Ja, das ist heute mal ein ganz besonderes Video, weil ich lade dich ein auf eine ganz besondere Reise, nämlich auf eine VIP-Delegationsreise nach Sierra Leone. Und du hast jetzt wahrscheinlich schon einige Videos auch gesehen und siehst, dass wir uns mit Sierra Leone beschäftigen, dass wir auch das einzigartige Sierra Leone Zweitpassprogramm, also das schnellste und aus unserer Sicht günstigste, sicherste, flexibelste Zweitpassprogramm anbieten. Übrigens das einzige Zweitpassprogramm, bei dem du eigentlich fast alles an Familienangehörigen, egal welchen Alters, mit einbauen kannst, sogar Partner, mit denen du, ich sag mal, noch nicht verheiratet bist oder vielleicht frühere Ehepartner oder Kinder aus früheren Ehen oder wenn du mehrere Eltern hast, weil sich die Eltern vielleicht mal nochmal neu verheiratet haben und sogar deinen Geschäftspartner oder deinen besten Freund mit ins Programm einpacken kannst. Also all das geht nur bei diesem Programm. Aber was viel wichtiger ist, Sierra Leone ist eben ein Pass für eine der interessantesten Wirtschaftsregionen des riesigen Landes Afrika. Die BRICS-Staaten investieren wie verrückt in diese Region und das hat bestimmt seinen Grund. Es hat mit die größten Goldvorräte teilweise oder auch andere sehr interessante Rohstoffe, Diamanten, Bauxit und so weiter und so fort. Es gibt gigantische Infrastrukturprojekte in dieser Gegend. Die Bevölkerung ist sehr, sehr jung, aufstrebend, sehr gebildet. All das liest sich zwar auf dem Papier interessant, aber wir wollen uns das mal vor Ort anschauen, weil der Zweitpass könnte natürlich auch nicht nur ein Plan B Notfallprogramm sein, sondern vielleicht auch für die Zukunft deiner Familie, deiner Kinder, deiner Enkelkinder Zutritt eben zu einer der interessantesten wirtschaftlich aufstrebenden Regionen der künftigen Welt bieten. Also bereits jetzt sagen ja Denkfabriken, dass die interessantesten und fortschrittlichsten und größten Städte der Welt nach 2050 nicht mehr in Asien, sondern in einigen afrikanischen Ländern sind. Das heißt, das Bild, das wir von Afrika haben, ist möglicherweise eben total falsch. Komm mit, wenn dich das interessiert, wenn du Zweifel hast oder wenn du interessiert bist, generell. Begleite mich einfach auf der VIP-Delegationsreise. Und dann hast du die Möglichkeit, da den Präsidenten kennenzulernen, Vizepräsidenten kennenzulernen, Regierungsberater kennenzulernen und so weiter und so fort. Also in einer Woche, wir sind da von Montag bis Freitag, haben wir ein Programm. Ganz speziell das Core-Programm ist natürlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Öffnen wir dir sozusagen mal die Türen, die sonst eigentlich eher verschlossen bleiben. Es ist ein hochkarätiges Treffen mit, wie gesagt, Regierungsvertretern, exklusive Einblicke in Schlüsselbranchen in dieser Region, Austausch mit erfolgreichen Unternehmern, Investoren und auch Auswanderern dort. Und naja, Sierra Leone, wie gesagt, bietet ja das einzigartige Citizenship by Investment Programm, also den Pass von der Region zu haben, ermöglicht eben besonders einfach, da nicht nur wie es im Go for Gold, also im Golden Visa Programm heißt, Gold zu Inlandspreisen zu kaufen, darum geht's da eher weniger, sondern eben auch es ist ja vereinfacht, in 12 Ländern der gesamten Region zu wohnen, zu leben, dauerhaft, länger als 90 Tage nur. Also kein Touristenvisum, sondern eben der Pass gilt ja in einigen dieser Ländern, beziehungsweise man kann sich einen Personalausweis dann dort noch beantragen. Firmen zu gründen, Bankkonten zu eröffnen und so weiter und so fort. Und all das ist eben mal die Frage, wollen wir uns anschauen vor Ort, lohnt sich das? Könnte das für dich auch interessant sein? Wie gesagt, anders als in vielen Ländern ist eben das Programm von Sierra Leone in die nationale Entwicklungsstrategie eingebettet und da geht eben wirklich was. Was ist jetzt im Programm vorgesehen von Montag bis Freitag, wenn du mitkommen möchtest auf meine VIP-Delegationsreise? Also am Montag haben wir da offizielles Briefing, da werden wir uns das erste Mal trennen, da wirst du dich mit den anderen Teilnehmern bekannt machen, auch mit den Organisatoren bekannt machen. Wir haben dann Briefing generell zum Programm, wir werden über die Zielsetzung sprechen, Networking, wir werden uns auch austauschen, was ist deine ganz spezielle Erwartungshaltung. Am Dienstag und Mittwoch haben wir dann Treffen mit Ministern, Behörden, Top-Unternehmern dort vor Ort. Du wirst auch direkten Zugang zum Präsidentenbüro haben, zur Einwanderungsbehörde und zum nationalen Investment Board. Dort am Donnerstag haben wir ein bisschen einen Kultur- und Erlebnistag vorbereitet. Schauen uns mal schöne Strände an, die Märkte, die Community, die Menschen, wie wird da gelebt, wie läuft es da, was macht man da auch in der Freizeit. Und am Freitag ist dann nochmal so ein Ausgang geplant, also da ist nochmal so ein End-Networking auch mit den anderen Teilnehmern und vielleicht willst du optional auch verlängern. Also, ich würde mich freuen,
dich dort zu begrüßen. Übrigens unser Partner, der Regierungsberater Stephen D. Barnes, ist auch mit dabei, freut sich auch schon, dich kennenzulernen. Es kommen übrigens auch einige perspektive Auslandkunden mit, die dort möglicherweise da ihren Pass schon entgegennehmen. Da ist der Einbürgerungsprozess schon abgeschlossen und vielleicht bekommst du ihn direkt vom Präsidenten ausgehändigt. Da sind wir ganz gespannt, wie das dann dort läuft. Es gibt die Möglichkeit, ganz normal für eine Bearbeitungsgebühr oder Organisationsgebühr von 100 Pfund, also etwas mehr als 100 Euro eigentlich nur, kannst du dich einfach einschreiben lassen und da kannst du da mitkommen. Und kannst das Programm, das ich gerade erwähnt habe, was wir auch im Link nochmal was du nachlesen kannst, kannst du an allen Programmpunkten teilnehmen. Oder du buchst das VIP-Ticket, da gibt's dann nochmal ein Spezialprogramm, gibt's nochmal ein VIP-Dinner mit Regierungsberatern und Unternehmern und so weiter und so fort. Such dir einfach aus, was zu dir passt. Ich freue mich in jedem Fall, dich dort persönlich kennenzulernen, auch wenn vielleicht das Zweitpassprogramm dich noch nicht so überzeugt hat, aber vielleicht überzeugt dich ja das Land. Oder du willst gleich 2 Schritte mit einem sozusagen machen, dann nicht nur den Zweitpass beantragen, sondern direkt schon starten vielleicht mit Investitionschancen im Land. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Untergebracht sind wir im exklusiven Delete Hotel. Link wird mit eingeblendet. Es gibt noch ein zweites Hotel, falls das dann ausgebucht ist. Und du sollst dich beeilen, weil die Plätze sind begehrt und sind begrenzt. Wir haben 3 verschiedene Ticketsorten. Von dem einen Ticket haben wir nur noch, von dem 100 Pfund Teilnahmeticket haben wir glaube ich nur noch 2. Wir haben noch ein paar mehr VIP und ein paar Premium-Plätze frei. Schau dir das einfach an, liest dir das Programm nochmal in Ruhe durch. Wenn du eine Frage hast, kannst du an mich oder an meine Kollegin die Jasmin schreiben. Die Jasmin ist übrigens unsere Mitarbeiterin, nichts anderes macht, als nur Sierra Leone Passanträge zu bearbeiten und da staut sich einiges zurzeit, weil, wie gesagt, schau dir mal ein Video an zum Sierra Leone Pass oder lad dir gerne das E-Book nochmal von mir runter zum Vergleich Sierra Leone Pass mit den 2 anderen, aus unserer Sicht einzigen anderen auch noch interessanten Pässen. Lies dir es in Ruhe durch und vielleicht überzeugt dich das dann auch, das, was du da liest, mitzukommen. Also, sei dabei. Gestalte deine Zukunft, erkenne den Wert kleiner Schritte und ein erster kleiner Schritt könnte sein, das E-Book runterzuladen, könnte sein, das Video nochmal zum Sierra Leone Pass anzuschauen oder vielleicht ein Beratungsgespräch zu buchen oder komm mit auf diese unvergleichliche einmalige Reise. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, dich zu sehen. Ansonsten gibt es ja auch die Masterclass Staatsbürgerschaften. Wenn du sagst, ich will mir nochmal einen Überblick über alle Staatsbürgerschaften verschaffen, die wird im Dezember das nächste Mal stattfinden, aber hier im Link, wenn du dir den Link abspeicherst, findest du immer wieder neue Masterclass-Termine. Es ist ab Januar ein fortandauerndes Webinar, das du buchen kannst. Vielleicht ist das auch für dich interessant. Also in jedem Fall, danke, dass du mindestens jetzt schon mal zugeschaut hast und bitte denk doch mal drüber nach, ob die Sierra Leone VIP-Delegationsreise für dich vielleicht interessant wäre. Ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, welches andere Land dich vielleicht noch mehr begeistern würde, wo du sagst, das ist eigentlich das Land, wo mich der Pass interessiert. Vielleicht schreibst du auch einen Grund rein. Aber lies dir vorher nochmal mein E-Book durch, Sierra Leone versus Vanuatu und Sao Tome Pass. Und vielleicht schreibst du mir dann erst den Kommentar ins Video. Danke, dass du zugehört hast, bisher zugeschaut hast und in jedem Fall bleib fröhlich, bleib mutig und komm ins Handeln. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.